Apokalypse. Steht uns ein Szenario bevor, was wir uns alle nicht wünschen? Doch keine Sorge, ich denke oder ich hoffe, so schlimm wird es doch nicht werden. Zuallererst ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Unser Segensprojekt schreitet voran. Ich habe heute in der Früh zum Reinhard gesagt, als wir unseren Kaffee getrunken haben, wir haben so ein Morgenritual, wir trinken im Bett immer noch unseren Kaffee. Und da habe ich gesagt, du, ist dir schon aufgefallen, heuer sind in Österreich ist extrem viel Obst, egal ob es Marillen sind, Äpfel sind, Zwetschgen sind. Wir haben sehr, sehr viel Obst. Das Wetter war ja sehr unbeständig und mich wundert's, in unserem Garten ist auch extrem viel Obst. Ohne Pflege, ohne fachgemäßen Schnitt und so viel hatten wir noch nie. Und dann habe ich gesagt, du, ich glaube, das sind die Segenskugeln. Wir waren ja, oder ich war ja die Erste, die ihre Segenskugel im Garten aufgestellt hat. Und ich muss sagen, bei uns wuchert alles. Wir haben so wenig Schädlinge wie nie zuvor. Ja, ich denke, es wirkt schon recht gut. Wie gesagt, das Projekt schreitet voran. Und am 17. August fährt eine liebe Freundin extra, wirklich extra nach Rom mit dem Zug und bringt eine Kugel hin. Jetzt haben wir ein Problem gehabt. Im letzten Moment haben wir erfahren, dass die Empfängerin der Kugel nicht vor Ort ist und es wird schwierig, diese Kugel zu übergeben. Adele fährt aber am nächsten Tag schon wieder retour und jetzt haben wir ein Problem. Wir haben alles in Bewegung gesetzt, um einen passenden Standort in Rom zu finden. Wenn du jemanden kennst in Rom, ich bitte dich, melde dich bei denen, frag, ob sie einen Garten haben, erzähl von dem Projekt und wenn du, aber es muss dann schon fix sein, bitte, ich habe, glaube ich, jetzt 20 Sachen durchprobiert, was dann im Endeffekt nichts geworden ist. Also Rom, das reizt im Moment wirklich. Bitte, wenn du jemanden hast, der sich über die Kugel freut, auf die Kugel gut Acht geben kann in Rom und einen schönen Platz für die Kugel hat und das schon abgesprochen ist, dann bitte melde dich bei mir in den nächsten Tagen. Also vorher Kontakt aufnehmen in Rom, fragen, ob sie die Kugel nehmen würden und dann bei mir melden. Sonst bitte nicht, kommt nicht daher und sagt mir, ich kenne jemanden da, ruf an oder was auch immer oder ich habe eine Idee. Ideen haben wir selber. Wir brauchen wirklich eine Adresse. Ich fliege jetzt in ein paar Tagen nach Schweden und ich habe einfach nicht die Zeit, da jetzt groß herum zu telefonieren. Also bitte, wir brauchen einen fixfertigen Platz mit Adresse, wo die Person auch bereit wäre, in Rom ins Hotel zu kommen und die Kugel abzuholen. Also bitte nur dann bei mir melden. Danke für eure Mithilfe. Ich möchte mich auch bei den Spendern der letzten 3 Wochen bedanken, die das Segensprojekt unterstützen. Nur mit eurer Hilfe kann es weitergehen. Und zwar danke an Christoph Kasta, Nadine Pauchard, ich hoffe, ich sage es richtig, Andreas Scherer, Evelyn Korbes, Elisabeth Nehm, Alexandra Schwab, Martina Gundler, Christine Röttele, Ursula Ahammer und Savio Cantoni. Also ich danke euch ganz herzlich für eure Unterstützung, für eure Spenden. Bei unserer Meditation, Friedensmeditation, also Frieden für Palästina und Vesuv, Verhinderung des Supergaus, an diesem Tag, am 7. August um 19 Uhr, waren 300 Personen. Mein Kanal hat 8.500 und 300 haben sich die Zeit genommen mitzumachen. Scheinbar noch ein bisschen zu wenig. Also die Kugel muss in diese Region, so bitte strengt euch alle an. Es ist schön, dass 300 mitgemacht haben. Wir dachten oder wir haben gehofft, dass es mehr sind.
Also bitte, es ist jetzt echt 5 Minuten vor 12. Es muss im August die Kugel da unbedingt hinunter. Alles spitzt sich zu, die Prophezeiungen, immer mehr Medien bekommen durch, dass in Italien ein Supergau noch Ende August sein wird. Also bitte, 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 das ist jetzt wirklich dringend mit Rom, ja? Das hat jetzt absolute Priorität. Und wie gesagt, Adele ist so, Adelheid ist so lieb und fährt sogar extra runter mit dem Zug und wieder retour am nächsten Tag. Also bitte, wir werden es doch schaffen, dass wir da jetzt einen schönen Platz für die Kugel finden. So, ihr Lieben, warum komme ich zu meinem heutigen Thema Apokalypse? Manche Vorhersagen, Prophezeiungen für die nächste Zeit sind ja wirklich dystopisch und dunkel. Ich glaube aber noch immer, dass wir es abhalten können. Bin da dann irgendwie, es ist alles heute so in der Früh passiert, auf die apokalyptischen Reiter gekommen und habe dann ein bisschen mich hineingefühlt und dachte, das ist schon ein sehr gutes Thema, denn viele von uns oder von euch oder von uns, wie auch immer ich es sagen möchte, denken, ja, ich horche Videos, meditiere ein bisschen, aber so richtig in die Gänge kommen, richtig aktiv was machen, wollen die wenigsten. Es gibt dann die Leute, die wirklich draußen sind, die machen, die tun für die Allgemeinheit, die sich da beteiligen an Projekten, die mithelfen, aber sehr, sehr viele schlafen noch. Die lehnen sich zurück und hoffen, dass die anderen das schon tun werden. Und so, denke ich, funktioniert es nicht. Wir müssen alle aktiv werden. Alle, die sagen, ich bin aufgewacht, müssen jetzt aktiv werden. Jeder in seinem Bereich, was er tun kann für die Allgemeinheit, in welcher Form auch immer. Aber wichtig ist, dass wir jetzt alle ins Tun kommen. Nicht nur wenige, die das schon machen werden, sondern wirklich alle. Das sind noch immer sehr, sehr wenig im Vergleich zur großen Masse. Und dieses Szenario, was da in der Offenbarung des Johannes im letzten Buch der Bibel dargestellt wird, das ist etwas, wo wir so gefühlsmäßig wirklich drauf zusteuern, auf diese Apokalypse, wenn wir nicht rechtzeitig noch das Ruder rumreißen. Für all jene, die nicht so bibelfest sind, das heißt im letzten Buch der Offenbarung eben, dass die 7 Siegel geöffnet worden sind vom Lamm Gottes. Das Lamm Gottes wird meistens als Jesus interpretiert und dann kommen nach jedem Siegel, was geöffnet wird, kommt einer dieser apokalyptischen Reiter hervor. Als erster ein weißes Pferd, mit ihm wurde der Siegerkranz gegeben, der hat einen Bogen in der Hand. Manche interpretieren den ersten Reiter als Jesus selber, der dann zum Sieg führt, was andere aber das nicht so gesehen haben. Zum Beispiel ein Martin Luther hat das nicht so gesehen. Er hat alle 4 Reiter als negativ interpretiert. Und wenn das Lamm Gottes wirklich Jesus ist, der mehr oder weniger die Siegel öffnet, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass er der erste Reiter ist. Aber das kann sich jeder selber überlegen. Aber schauen wir, was der zweite Reiter bringt, der Reiter auf dem feuerfarbenen Pferd. Das feuerrote Pferd hat die Berechtigung, den Krieg zu bringen, hält ein Schwert in der Hand und nimmt den Frieden von der Erde. Und wenn wir dann, nachdem die 4 Reiter aktiviert worden sind, diesen Satz betrachten, 1/4 der Menschheit ist davon betroffen. Und ich denke, da laufen wir jetzt wirklich darauf zu, wenn wir schauen, Ukraine-Krieg, was jetzt in Israel ist, der Herd, der sich da ausbreitet, äh, viele Länder, wo wir gar nicht wissen, sind noch immer im Krieg. Also dieses Viertel der Weltbevölkerung, die da wirklich im Krieg sind, da nähern wir uns mit Riesenschritten diesem Szenario. Der schwarze Reiter hält eine Waage und hier wird Getreide gewogen. Ein Maß Weizen
Also ein Maß Weizen für einen Denar, 3 Maß Gerste für einen Denar. Und das war ein horrender Preis für die damaligen Verhältnisse. Also eine rasende Inflation, die wir in vielen Ländern auch beobachten können. Auch bei uns ist alles viel teurer geworden. Also manche Sachen wirklich viel teurer geworden. Und auch hier kann man weltweit die Entwicklung sehen, dass es so ist. Der fahle Reiter mobilisiert den Tod, die Unterwelt, wörtlich die Unterwelt, kommt heraus und damit wahrscheinlich viele Seuchen und Krankheiten mit dem Tod. Also auch hier könnte man tendenziell sagen, dass viele Menschen sterben und sterben werden. Sind wir jetzt mittendrin in dieser Apokalypse? Kann man das noch aufhalten? Und ich habe einige Informationen zugespielt bekommen. Ich habe einen positiven Kanal, ich will euch das jetzt ersparen, aber ich möchte da schon sagen, dass wir noch nicht ganz aus der Gefahr heraus sind. Und ich möchte jetzt Amira dazu fragen, was sie uns über diese apokalyptischen Reiter sagen kann, über die Tendenz und ja, wo wir jetzt im Moment stehen, denn scheinbar spitzt sich da im Moment echt was zu. So, liebe Amira, ich übergebe dir jetzt das Wort. Auch ich begrüße euch und hier müsst ihr verstehen, dass alles einem Zyklus durchläuft und diese apokalyptischen Reiter, könnte man sagen, kommen in regelmäßigen Zeitabschnitten immer wieder hervor. Das heißt, diese Prophezeiung ist, könnte man sagen, zeitlos. Denn immer wenn Kriege heraufziehen, immer ist es gefolgt, auch davor meistens mit einer Inflation, dann kommt der Krieg, Hunger, Seuchen, das kennt ihr. Und das ist eine Wiederholung, die immer wieder passiert. Und somit sind diese apokalyptischen Reiter auch immer wieder aktuell. Also es gibt kein einziges Ereignis, wo diese Apokalypse passiert, die da prophezeit worden ist, sondern das ist etwas, man könnte fast sagen, Zeitloses, was immer wieder passiert und passiert ist. Aber das, was in der Offenbarung vorhergesagt wurde, ist natürlich jetzt sehr aktuell und auch die anderen Prophezeiungen, was da gesehen worden ist, viele dieser Offenbarungen sind speziell für diese Zeit besonders brisant und aktuell. Speziell auch, was vorhergesagt worden ist, was Religionen betrifft. Diese Tendenz, was da passieren wird in nächster Zeit, da möchte ich dann besonders darauf im nächsten Video eingehen oder in einen der nächsten Videos eingehen, denn das ist etwas, was sich im Moment auch sehr manifestiert. Doch um zurückzukommen auf die Frage, sind wir wieder in dieser Apokalypse, die Erde? Man könnte es mit einem einfachen Ja beantworten. Ihr seht ja selber diese große Tendenz zur Inflation. Das wird noch weiter voranschreiten. Auch Ernteausfälle könnten passieren
Und da muss ich jetzt Lydia in 2 Punkten recht geben. Zum einen, die Segenskugeln fördern dadurch, dass die Böden sich erholen, die Ernten. Das Gemüse, das Getreide hat wieder mehr Kraft, mehr Nährstoffe. Dort, wo schon die Kugeln waren, als das Korn gewachsen ist. Also diese Regionen, könnte man sagen, sind gesegnet. Da gehören natürlich eure Länder dazu, denn ihr wart die Ersten, die da großflächig das alles abgedeckt haben. Somit ist alles, was in euren Regionen wächst, jetzt wirklich voller Energie, voller Lebensenergie. Daher wichtiger denn je, regional zu kaufen. Und hier habt ihr wirklich eine gute Grundversorgung von Vitaminen, von Mineralstoffen. So, zurück wieder zu unserem Thema also das eine kann ich ins Positive bejahen, dass mehr Ernten sind, dort wo die Kugeln schon waren, dass es da wirklich gut ausschaut. Aber jetzt kommen wir zu unserem aktuellen Sorgenkind und das hat Lydia recht gut gespürt, dass da wirklich Gefahr im Verzug ist und dass wirklich dieses Mittelitalien unbedingt abgesichert werden muss. Meldet euch bei Lydia, wenn ihr aus dem Raum Neapel seid. Da wird Lydia eine Gratiskugel sofort hinschicken. Und ganz wichtig ist aber die Region, dass diese große Kugel nach Rom kommt, aus 2 Gründen. Hat mit dem Thema der nächsten Wochen zu tun, mit dem Vatikanstaat zu tun. Aber auch diese Kugel geht ja sehr tief hinein, die schließt dann Italien zu, die macht dann die Decke zu sozusagen. Und da ist dann auch der Vesuv drinnen, was ganz, ganz wichtig ist. Und mit Hilfe eurer Meditation konnte da auch schon einiges entschärft werden. Aber es ist noch nicht genug. Die Kugel muss da unbedingt im August noch hin. Es sind jetzt wirklich alle aufgerufen, alle gefragt, da mitzutun und dass wir da das wirklich noch gut abdecken. Lydia würde auch noch eine zusätzliche Kugel nach Sizilien verschicken, und zwar würde noch eine Kugel notwendig sein, ganz im Westen, dass wir da noch eine hinbringen und dann ist da auch diese Gefahrenzone vollständig abgedeckt. Also in Sizilien haben wir auch noch ein bisschen einen offenen Bereich und wie ihr wisst, auch dort, der Ätna spuckt im Moment sehr gewaltig. Auch da sollten wir noch ein bisschen was rausnehmen, denn wenn einer der 2 Vulkane in Italien hochgeht, der Ätna hat ja immer sehr starke Aktivität, aber auch hier wollen wir vermeiden, dass ein gröberes Unglück passiert. Aber der wichtigste Vulkan ist der Vesuv, wo wir da diese Region noch schützen müssen. Und wenn das passiert, dann würde wirklich großer Hunger über Europa und über andere Teile der Welt kommen. Das könnte nicht abgefangen, abgefedert werden. Also da würde wirklich viel Leid passieren und diese Apokalypse könnte aber abwenden. Es ist ein paar Sekunden vor 12, aber noch ist es nicht zu spät. Bitte, bitte helft jetzt mit. Da müssen wir jetzt was machen. Also wer eine Adresse in Neapel hat, da schickt man eine Kugel direkt hin, eine kleine Kugel, und wir brauchen einen Platz für die große Kugel für Rom. Dann wird diese Hungersnot von Europa abgewandt werden, denn wenn das flächendeckend ist und wie der Plan ist, wird im Oktober das alles sein, dieser Schutzschirm über Europa, dann könnt ihr aufatmen, dann braucht ihr nicht mit Hungersnöten
auf diesem Kontinent zu rechnen. Da wird dann, selbst wenn wo ein Ausfall ist, aber die anderen Regionen, da wird sehr gute Ernten sein und das wird auch dann, wenn alles flächendeckend ist, die nächsten Jahre so sein, dass hier genug zu essen sein wird und da regional dann alles gut wächst, können auch diese geplanten Katastrophen, von menschengemachten, nur sehr bedingt wirken. Diese Rückbesinnung auf eigenen Garten, das wird jetzt wieder mehr kommen. Das Bewusstsein der Menschen wird sich verändern, auch durch die Kugeln. Und so können wir dann aktiv eingreifen, euch unterstützen, sodass hier auf eurem Kontinent da mal relativ glimpflich alles abgehen wird. Also bitte unterstützt da die Lydia jetzt noch. Sie braucht, danke Amira, sie braucht noch Spanien, Salamanca. Spanien ist noch ganz schlecht abgedeckt. Da insbesondere in Salamanca brauchen wir eine Riesenkugel und in Limoges hat sie auch noch keinen Platz. Also diese 2 Plätze wären jetzt ganz, ganz wichtig auch, allen voran, aber aktuell jetzt Rom. Für den Frieden, für das Miteinander, für die guten Ernten. Und da können wir wirklich die Apokalypse abwenden sozusagen, dass diese Siegel nicht geöffnet werden. Symbolisch gesehen kann man schon sagen, dass diese 4 Reiter in den Startlöchern stehen und die Tore zum Teil schon etwas offen sind, die Siegel zum Teil gebrochen sind. Also bitte, ihr habt jetzt nur einen begrenzten Zeitraum, Zeitfenster von Spätherbst und bis dorthin muss das Projekt abgeschlossen sein. Dann können wir wirklich sagen, wir haben das Gröbste verhindert, wir haben da ein Feld geschaffen, wo das Neue passieren kann, ohne dass das Alte im absoluten Chaos enden muss. Also bitte, ihr Lieben, denkt nach, ob ihr jemanden dort kennt und unterstützt das Projekt, indem ihr da wirklich schaut, dass da diese Kugeln noch vor Ort kommen. Wir dürfen, wenn ihr mithelft, sehr aktiv dann uns einbringen, aber alles, wo wir eingreifen dürfen, geht nur, wenn eine Anzahl von Personen, von Erdenbewohnern da aktiv mitarbeiten, denn sonst würden wir in den freien Willen eingreifen. Und dieser Spruch, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott, der stimmt insofern wirklich. Ihr müsst aktiv sein, dann können wir eure Aktivität unterstützen und uns einbringen und mithelfen. Es ist euer Planet und nur ihr könnt euren Planeten retten. Wir helfen euch dabei, wir unterstützen euch dabei. Und mit dieser positiven Botschaft, ihr habt jetzt schon viel geschafft, ihr seid schon weit, viele sind aufgewacht. Etliche von euch sind aufgestiegen in die Grundschule sozusagen. Ein Teil von dem, was wir erreichen wollten für dieses Jahr, haben wir erreicht. Noch nicht alles, aber wir haben noch ein paar Monate und ich bitte euch, aktiv an euch weiterzuarbeiten, am großen Ganzen zu arbeiten. Meditiert für den Frieden, meditiert für eine bessere Welt. Wie ihr das macht, ist individuell verschieden, aber es ist wichtig, dass ihr jetzt ganz aktiv mitmacht durch eure positiven Gedanken, durch eure Meditationen, durch
eure aktive Hilfe in irgendeiner Form, ob ihr jetzt ein Hilfsprojekt unterstützt, ob ihr jetzt euren Nachbarn helft, ob ihr jetzt Menschen in Not aktiv helft, ob ihr finanziell unterstützt, egal wie, aber jeder sollte jetzt seinen Beitrag leisten. Und wie ich schon gesagt habe, positive Gedanken, Meditationen von einem erwachten Menschen können sehr, sehr viel bewirken, denn ihr geht dann in die Schöpferenergie und ihr erschafft buchstäblich dann eine neue Welt. Also seid aktiv, macht mit für den Frieden, für die Erde, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass ihr da, jeder sich daran beteiligt. Ein großes Danke, viele von Lydias Zuschauern sind ja sehr aktiv, meditieren, machen Friedensmeditationen, versuchen wirklich sich zu entwickeln. Aber ein gewisser Prozentsatz sind halt jene auch, die sich nur berieseln lassen, und die anderen werden es dann schon machen. So funktioniert das aber nicht. Bitte jeder, der sich jetzt angesprochen fühlt, der noch nicht aktiv ist, beteilige dich an diesem großen, wunderbaren Werk, eine neue friedliche Zukunft, wo wir alle in Frieden, in Freude, in Fülle leben können, zu manifestieren. Alles Liebe, und wie Lydia sagt, möchte auch ich diesmal sagen, sei glücklich. Danke, Amira. Diese Glücksenergie ist ganz, ganz wichtig, denn was wir ausstrahlen, das wird. Und ihr wisst, unsere Gedanken, unsere Worte, unser Sein bestimmt nicht nur unser Schicksal, unser Leben, sondern beeinflusst unser Umfeld, uns alle. Und daher ist es ganz wichtig, dass wir, egal was im Außen jetzt ist, dass wir sagen, wir schaffen es, wir kriegen das hin, und wenn es im letzten Moment ist. Und ich weiß, wir schaffen das auch in Rom, die Kugel einen schönen Platz zu finden. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und Schauen, und wie immer, sei glücklich!